Welcome back zu der kleinen Serie One Night in Bangkok und heute geht's nach Chinatown. One night in Bangkok and the tough guys tumble. Can't be too careful with your company. I can feel the devil walking next to me. Welcome back zu der kleinen Serie One Night in Bangkok und heute geht's nach Chinatown. Ich möchte mit dir gerne die Yao Wat Road erkunden und vor allen Dingen die kleinen Seitengassen dazwischen, was es alles zu sehen gibt. Vielleicht finden wir auch ein oder zwei versteckte Hidden Gems, die du noch nicht so auf dem Schirm hattest. Also lasst uns einfach losgehen. Starten wir hier jetzt am China Gate und erkunden die Yao Wat Road. Ich stehe jetzt hier vor dem Wat Dreimat Vitayaram und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber ich gehe davon aus, dass es falsch war. Aber egal. Ich kann euch leider keine Bilder von drinnen zeigen, weil drinnen ist absolutes Video- und Fotografierverbot und da gucken die auch extrem nach. Und wenn du hier bist, erkunde einfach mal diesen kleinen Tempel oder diese Anlage. Hier auf der Yao Wat Road gibt es ja so einiges an Skurrilen zu essen und ich weiß auch nicht, ob das immer für jeden etwas ist. Ja, aber wenn du etwas Süßes suchst, also was Leckeres, Süßes zum Essen, dann kann ich dir hier das Ed Yao Wat empfehlen. Und zwar, da kriegst du chinesische, süße Sachen. Und da gehe ich jetzt mal rein mit dir und da werde ich mir was bestellen und dann schauen wir mal, was da so kommt. Und das Ganze sieht jetzt so aus, da ist Eis drin, und verschiedene Zutaten, zum Beispiel hier Nudeln und ist alles süß, solche Kidneybohnen und süß und was haben wir noch alles, so Gelee und das ist alles wirklich sehr süß und lecker. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Und das Ganze mit Eis gibt es auch nochmal als heiße Variante, aber heiß muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja. Was es genau ist, kann ich jetzt auch nicht beschreiben, weil es ist sehr süß und war sehr lecker. Etwas crunchy, aber
โอเปร่า ครับ Ich bin jetzt auf dem Sampeng Market und das ist praktisch so ein kleiner Weg, Gasse durch Chinatown und da gibt es ganz, ganz viele kleine und größere Stores. Wir haben jetzt Anfang November und Weihnachten hat hier Einzug gefunden. Das heißt also saisonal wird wohl hier ziemlich viel Weihnachtssachen angeboten. Es gibt allerdings auch Ketten, Anhänger, Haarspangen und. Also es gibt eigentlich nichts, was es nichts gibt hier. Und daher, wenn du mal hier bist in Chinatown, lauf einfach durch den Sampeng Market und ja, lass dich reizüberfluten, denn das ist es wirklich, eine Reizüberflutung. Komm her, schau es dir an und ich wette mit dir, du wirst irgendwas finden und mit nach Hause nehmen. Einer der ältesten thailändischen chinesischen Großhandelsmärkte in Bangkok ist der Sampeng-Markt in Chinatown. Die ersten Einwanderer gründeten ihn, als Bangkok die Hauptstadt von Siam wurde, und das war während der Regierungszeit von König Rama IV. Sein Nachfolger, Rama V., ließ dann die Yaowatt Road bauen, damit der überfüllte Markt entlastet wurde und sich das geschäftliche Treiben über eine größere Fläche verteilt. Das hier ist der perfekte Ort für Mitbringsel, denn wer mag das nicht einfach mal so Parketten und sonstige Sachen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt immer wieder gut an, wenn man so Kleinigkeiten mitbringt, wie für die Kinder, so Armringe oder bei meinem Neffen ist gerade in der Schule die Zähne so ganz in. Ja, und hier gibt es Mushrooms, so lustige Sachen, sowas bekommt man ja gar nicht bei uns, und daher kann ich nur empfehlen, schau hier mal vorbei. Ich werde hier immer fündig und nehme einiges mit und macht immer Spaß, auch andere Leute damit zu beglücken. Ich bin jetzt beim Wat Chakravat Ratchavat, der Crocodile-Tempel, angekommen, und der ist direkt hinter dem Sampeng Market. Vielleicht, ich würde mal sagen, 3 Minuten zu Fuß, und das lohnt sich auf alle Fälle. Es gibt 5 Krokodile hier im Moment. Ich glaube, vor 1 oder 2 Jahren war ich schon hier, da habe ich nur 1 gesehen, aber jetzt gibt es 5. 2 verstecken sich gerade da hinten drinnen und 3 kann man hier sehen. 1 liegt direkt unter mir. Ja, die Legende des einäugigen Krokodils sagt, im Fluss lebten früher mal menschenfressende Krokodile, das die Anwohner terrorisierte und Menschen halt gerne mal angeknabbert haben. Dieses berüchtigte Krokodil wurde damals Aibot, einäugig auf Thai genannt. Und ja, das verkroch sich immer wieder unter ein Haus von einem Mönch, der hier in dem Wat lebte. Die Menschen das Tier töten wollten, also das Krokodil, hat praktisch das Wat es adoptiert und ja, gesorgt, immer gefüttert, damit es keine Menschen mehr frisst oder terrorisiert. Und seit dieser Zeit lebt mindestens ein Krokodil immer hier in diesem Wat. Und kommt einfach mal vorbei. Es ist ja wirklich von dem Markt vielleicht 3 Minuten entfernt. Und du wirst sehen, das ist so ein kleines Hidden Gem, denn hier ist es total ruhig nach dem Trubel auf dem Markt und kaum Touristen zu sehen, denn das kennt fast kaum einer.
Hier im Watt gibt es auch noch einen fetten Mönch. Und da gibt es die Geschichte dazu, dass dieser fette Mönch früher mal einst ein Schönling war. Der war so wunderschön, dieser Mann, der Mönch, dass die Frauen ihm immer hinterher rannten und ihm nachstiegen. Ja. Und es war natürlich tabu, dass ein Mönch mit einer Frau zusammengeht. Und er wollte das Problem irgendwie lösen. Er wollte ja seine Ruhe haben hier im Kloster und nicht immer nur mit den Frauen umgarnt werden. Und wie löste er das Problem? Ja, er löst es ganz einfach, indem er das leckere thailändische Essen genossen hat bis zum geht nicht mehr. Und aus diesem hübschen, wunderschönen Mönch wurde der fette Mönch. Und durch diesen dicken Bauch, wie man jetzt hier sieht, ist es halt so gekommen, wie es kommen mussten. Die Frauen fanden ihn nicht mehr so attraktiv und ließen von ihm ab und er hatte seine Ruhe hier im Kloster. Das ist die Geschichte zu diesem fetten Mönch hier und ja, ich kann nur sagen, falls dir die Folge schon mal gefallen hat, dann würde ich mich jetzt schon mal über einen Daumen nach oben freuen und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach's doch einfach jetzt. Ich würde mich freuen und du bekommst auf alle Fälle beim nächsten Mal wieder gleich eine Mitteilung, wenn ein neues Video online ist. Am Ende oder am Anfang der Songwart Rot, wie man es nimmt, von wo man kommt, gibt es aber jetzt was Leckeres zum Frühstück für mich. Es ist schon eigentlich fast Mittag, aber hier gibt es die A Liang Dumplings und da muss ich sagen, die sind einfach richtig gut. Gibt es hier an der Ecke, die steht hier die Frau und macht sie wahrscheinlich selber, weil die sind wirklich lecker. Und da ich mir noch was zu trinken holen möchte, gibt es hier hinter mir direkt den 7-Eleven. Da gehe ich mir erst was holen und dann gehe ich dahin mir meine Dumplings holen. Und dann werde ich mal schön was zum Frühstück zu mir nehmen. So, 7-Eleven ist gekauft, Getränke und jetzt geht's zu den Dumplings. สวัสดีครับ เอาอะไรจ๊ะมา Hello Hello เอาอะไรคะ I ร want วม like หมูกุ้ง บู หมู บูแอนกุ้งใช่ครับใช่ครับ เนี่ยแล้วล่ะที่พอแล้วสี่ทั้งหมด36ชื่อดีไหมคะ ใช่ครับไม้ ใบ เพชร ตองนะ ไม้เพชรไม้อร่อย ไม่เผ็ดไม่อร่อย เอากระเทียมไหม ใช่ ไม่เผ็ดเออ ขอบคุณครับ แบบที่เป็น So, und das hier, diese Super Dumpling, hat auch mittlerweile wohl irgend so einen Award gewonnen, kann ich aber nicht lesen. Aber jetzt gibt es erstmal richtig was Leckeres zu essen und ja, setze ich mich einfach mal irgendwo hin und lass mir gut gehen.
super lecker. Hier kann man sich entweder gefüllt mit Schwein oder mit Shrimp bestellen. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, es praktisch kombiniert zu machen. Da hat man 5 Shrimp und 5 Schwein. Die Chili-Soße, die ist überhaupt nicht scharf und kannst du ruhig drauf machen lassen. Schmeckt nämlich super lecker damit und ja, einfach ausprobieren. Super lecker, ja. One Thai tea. Thai tea. Don't sit. He sit. He sit. Diese Bar ist 20. Vergesse ich immer wieder gern. Aber dafür habe ich jetzt einen guten Thai-Tee, der mich stärkt auf meiner weiteren Tour hier durch Chinatown. Ich stehe hier jetzt am Flower Market, gehört wohl noch zu Chinatown, und das ist der Pat Klong Talat Market oder der Malay Flower Market, und das ist einer der größten oder mit der größten Blumenmärkte der Welt. Kennt kaum jemand, obwohl mittlerweile gehen schon viele hin, denn es ist schon wahnsinnig da drin. Früher war das mal, oder er begann im 18. Jahrhundert als schwimmender Markt, im 19. Jahrhundert wurde es dann ein größerer Markt noch, und dann zog der Fischhandel ein, und in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, da war der Fischgeruch so schlimm, dass man den bis ins Zentrum von Bangkok reinriechen konnte, und dann hat man praktisch die Fische verbannt und die Blumen sind komplett eingezogen. Das Gute ist an dem Markt, dass der 24 Stunden lang geöffnet hat, denn es wird praktisch die Blumen immer gehandelt, und am meisten los ist mitten in der Nacht. Und das hat einen Grund, denn mitten in der Nacht ist es natürlich am kühlsten hier, so meistens so zwischen, ich würde mal sagen, 25 und 28 Grad. Am Tag wird es ja viel heißer. Das ist natürlich nicht so gut für die Blumen. Daher, wenn du Lust hast, schau auch gerne mal in der Nacht hier rein, denn dann ist erst so richtig viel los. Ich bin jetzt so gegen, muss mal gucken, 1:45 da, und ich bin mal gespannt, was alles zu sehen ist und ja, zu bestaunen. Auf die Straße, da gibt es auch super viele Blumenhändler, und ich war dann gegenüber der Gegenseite des Die Geschichte hat auch viel mit dem Namen des Bangkoker Blumenmarktes Pat Klong Talat zu tun. Übersetzt heißt es aus dem Thailändischen Markt an der Mündung des Kanals.
Es begann im frühen 18. Jahrhundert als schwimmender Markt, während im 19. Jahrhundert sich dieser zu einem großen Fischmarkt entwickelte. Die nicht so wohltuenden Gerüche waren in den 50er Jahren allerdings nicht so angenehm und den Fischgeruch konnte man bis in das Zentrum von Bangkok riechen. In dieser Zeit verschwanden die Fische und die Blumen- und Obstverkäufer übernahmen das Geschäft. Und so entwickelte sich der heutige Bangkoker Flower Market. Schon auf der Straße vor der Markthalle wird dir deine Nase die wohlfühlenden Gerüche melden. Allerdings kommt die Geruchsexplosion erst im Flower Market zur Geltung. Übrigens soll der Flower Market in Bangkok der drittgrößte Orchideenblumenmarkt und an der 4. Stelle unter den 10 besten Blumenmärkten der Welt sein. Ich kann dir den Blumenmarkt nur empfehlen, denn das Treiben hier drinnen, das bunte Gelb und die Orchideen sind schon einmalig und ein Erlebnis für sich. Hinter mir befindet sich das Grand China Hotel und da gehe ich jetzt mal rein. Und zwar das Besondere ist, in der 23. Etage gibt es so eine Outdoor Rooftop Bar, da kann jeder hingehen. Und hast du einen super Überblick über den Chao Phraya River, über Chinatown und auch über Bangkok? Ja, lass uns einfach mal reingehen. Hinten kommt man, wenn man reingeht, in den 25. Stockwerk ins Restaurant und dann einfach 2 Stockwerke tiefer hinläuft. Also, dann lass uns einfach mal losgehen über die Kreuzung und los geht's. Im Grand China Hotel geht's hoch in den 25. Stock. Da ist man jetzt hier in diesem Restaurant drin. Und dann gibt es aber noch eine Sky Bar. Da sitzt man outdoor. Und da geht es ein bisschen runter wieder. Und da laufe ich jetzt mal hin und werde mir mal kurz meine Füße ausstrecken und eine kurze Pause einlegen. Im Lauf auf der Songwhat Road in die Richtung. Und die Songwhat Road ist dafür noch bekannt, dass relativ viele alte Häuser
die es früher in Chinatown gab, noch dastehen. Allerdings verfallen auch viele, ein paar sind restauriert. Und ja, schaue ich mir einfach mal an. Hier gibt es auch noch mal so eine riesen Kunstinstallation, vielleicht mal so ein Gebäudebild. Gibt es auch gleich noch mal 2 weitere. Eins ist davon ganz bekannt mit Elefanten. Und seit 2024 gibt es gegenüber noch mal wieder ein weiteres neues, großes. Und da laufe ich jetzt mal hin und schauen wir das mal an. Neu ist so das künstlerische Viertel von Chinatown und das hat sich hier der Street Art verschrieben sozusagen. Und das Interessante ist, diese bunten kleinen Gassen, das ganze Street Art, das entsteht nicht durch große Künstlernamen wie Banksy oder sonst was, sondern von kleinen Künstlern, die einfach hierher kommen und sich austoben können. Das Schöne ist dieser Kontrast zwischen diesen bunten Street Art Bildern und Graffitis. Und dann gibt es wieder kleine Straßen, wo einfach nur so Autoteile aufgearbeitet werden und man riecht das Öl und das Eisen, würde ich jetzt mal so sagen. Und dieser Kontrast ist einfach richtig gut. Also ich kann nur sagen, lauf hier durch die Gassen, lass dich inspirieren und zück dein Handy oder deine Kamera raus und mach ein paar Bilder. Es lohnt sich auf alle Fälle hier durchzulaufen und mir macht es jedes Mal wieder Spaß, neue Graffitis zu finden, die hier wieder da sind.
stehe jetzt hier vor dem Talat Neu Museum und ich kenne das gar nicht. Ich habe das jetzt das erste Mal gesehen. Ich bin gespannt, was es da drin gibt, ob es da Kunst zu sehen gibt aus dem Viertel oder über die Geschichte irgendwas erzählt wird. Also lass uns einfach mal zusammen reingehen und dann schauen wir uns mal an, was wir da erkunden können. Ja, im Talat Neu Museum war ich jetzt. Da wird ein bisschen erzählt über die Geschichte des Viertels, praktisch der chinesischen Einwanderer. Und man kriegt so einen kleinen Einblick in die Community. Allerdings muss ich sagen, ganz so viel habe ich jetzt nicht verstanden, da das meiste, also überwiegend alles in Thai oder Chinesisch beschrieben ist. Daher ja, es ist ganz nett gemacht. Es ist sehr klein, also man braucht vielleicht nur 10 Minuten. Das Gute an der ganzen Sache ist, dass es super kühl drin ist, klimatisiert. Also wer auch eine kleine Abkühlung mal braucht, geht einfach kurz rein, schaut sich das an und kommt wieder frisch raus. Und dann geht's weiter. We want Dong Chang hot. Okay. Schmeckt sehr gut, sehr fruchtig noch dazu. Und ganz anders, als wir unsere Schokoladen so kennen. Also lohnt sich. Hier in Talat Neu steht auch die Holy Rosary Church und das ist eine christliche Kirche, eine der wenigen und es ist auch eine mit der ältesten in Bangkok und die sieht auch wirklich schick aus, liegt direkt an einer Schule, daher kommen die Kinderstimmen, aber wir gehen jetzt gleich mal rein und gucken mal, was es da zu sehen gibt. และไม่มีสื่อโอรสของท่านทรงได้รับพระพรที่ถึงสันตาอาลีพระมหากราบพระดับโปรดเวลาผู้ที่บาปเป็นดับโดยพระบาทสัจจะสิ่งที่ด้วยพระบิดาและพระโปรดได้สิ่งที่ได้ทรงได้รับพระพรที่ถึงสันตาอาลีพระมหากราบพระดับโปรดเวลาผู้ที่บาปเป็นดับโดยพระบาท Ich hoffe, dir hat das Video hier aus Chinatown und der Yao-Wat Road sowie den kleinen Sehenswürdigkeiten gefallen und würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest, falls du es nicht schon getan hast. Ja, lass ein Abo da, klick auf die Glocke und dann bekommst du sofort eine Nachricht, wenn ein neues Video vorhanden ist. In dem Sinne sage ich danke, dass du so lange dabei geblieben bist und freue mich, dich beim nächsten Video wiederzusehen. Was erwartet dich in der nächsten Zeit bei der Serie One Night in Bangkok?
In einigen Tagen bin ich wieder in Bangkok und es werden noch dieses Jahr weitere Episoden folgen. Vom Mahanakhon Tower mit seiner genialen Aussicht bis hin zum Besuch des legendären Ratchadamen Thai Boxing Stadion oder eine Fahrt mit dem Meklong Train zum gleichnamigen Zugmarkt. Lass dich einfach überraschen, welche Highlights noch dazukommen. Ich bin jetzt von Chinatown nach Maxim gelaufen, wo die Börse ist, und hier fährt mein Songtao nach Sathorn und dann komme ich auch nach Hause.